Und Paul Klinsing hat sich mit dem Thema noch mal näher beschäftigt. Paul, also angeschlagener US-Konzern, der sich hier ansiedeln wollte. Du hast noch mal geschaut, was genau die eigentlich in Magdeburg machen wollen. Denn ob das jetzt klappt, steht ja in den Sternen. Ja, ganz genau. Wirtschaftlich gesehen hat man bei der Firma schon gesehen in den letzten Jahren, dass es da wirklich nicht so gut läuft. Aber mit dem Projekt in Magdeburg wollte man auch so ein bisschen den Turnaround schaffen. Und was genau da geplant war, du hast es schon angesprochen, das wollen wir uns jetzt näher ansehen. Also unser erster Blick geht erstmal auch in die Region, wo denn dieses Megaprojekt auch umgesetzt werden sollte, nämlich an die Stadtgrenzen von Magdeburg. Wir haben das auch einmal hier rot eingezeichnet, wo diese Megafabrik auch gebaut werden sollte. 240 Hektar ungefähr groß ist das Areal, ungefähr so 630 Fußballfelder kann man sich so das auch vorstellen. Also wirklich ein sehr großes Areal. Intel hatte vor, schon 2027 spätestens 2028 auch mit der Chip-Produktion dann auch zu beginnen. Investieren wollte man hier rund 30 Milliarden Euro. Das ist jetzt natürlich ein Rückschritt auch für die Region. 2 Jahre auf Eis gesetzt. Man muss mal warten, ob das überhaupt dann in den 2 Jahren dann auch noch mal umgesetzt wird. 2 Chipfabriken hätten hier vor allem auch KI-Chips produziert. Und damit wollte man auch so ein bisschen wieder auf den Markt kommen. Denn Intel hat da so ein bisschen den Anschluss verloren. Da komme ich aber auch gleich noch mal darauf näher ein. 3000 dauerhafte Arbeitsplätze sollten auch dadurch geschafft werden. Und auch während der Bauzeit sollten über 7.000 Plätze geschaffen werden. Wir wollen uns aber auch einmal ansehen, wie steht denn Intel gegenüber von anderen Chipkonzernen da? Und da haben wir uns die umsatzstärksten Unternehmen angesehen. Vorneweg Samsung mit 200 Milliarden, dann TSMC aus Taiwan mit 77 Milliarden, Intel dann schon knapp dahinter auf Platz 3 mit 53 Milliarden. Aber bei TSMC hat man beispielsweise gemerkt, dass sie in den letzten Jahren vor allem in der KI-Branche den Markt erkannt haben, haben viel investiert und sind da auch Vorreiter geworden. Sie produzieren beispielsweise auch die Halbleiterchips für Nvidia. Die beiden Unternehmen ja jetzt sehr weit oben, auch was den KI-Boom anbelangt. Und da hat Intel so ein bisschen auch den Markt verpasst. Und das merkt man dann auch so ein bisschen an den Zahlen. Im 2. Quartal diesen Jahres schon 1,48 Milliarden Euro Verlust. Und wir hatten es auch schon angesprochen, in den letzten Monaten wurde auch bekannt, dass man viele Jobs streichen will. 15%, das sind ungefähr 15.000, betrifft vor allem die Menschen in Amerika. Dort hat man ja auch eine große Produktionsstätte. Ich hatte schon erwähnt, KI-Boom hat man ein wenig verpasst. Das wollte man aber eigentlich mit der Produktionsstätte in Magdeburg ein wenig aufholen. Denn die Firma hat auch gesagt, bis 2030 wollen wir da auf Platz 2 vorrücken. Aber ich hatte schon erwähnt, TSMC, also die Firma aus Taiwan, hat da schon viel früher den Markt erkannt und sozusagen auch den Markt erobert. Also sehr, sehr fraglich, ob auch Intel da noch mal den Markt erobern kann. Vielleicht auch noch ein Zwischenwort dazu. Nicht nur KI-Boom haben sie ein wenig verpasst, sondern auch die Handybranche. Das hat man in den letzten Jahren schon gemerkt. Apple hat dann beispielsweise gesagt, nein, die Intel-Chips sind nicht gut genug. Da wollen wir nicht investieren, machen diese deshalb selber. Und deshalb hat Intel beispielsweise auch den Handysektor total aufgegeben. Und auch da haben sie den Markt verpasst. Das Ganze merken natürlich die Aktionäre. Der Kurs ist auch sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahren um 50%. Also da merkt man auch von außerhalb, da läuft irgendwas nicht gut. Das sind keine guten Vorzeichen, also wirklich nicht. Vor allem mal 2 Jahre erstmal verschoben, das ist ja eine riesige Zeitspanne in dem Sektor. Oh, danke, das war nochmal interessant.